kennst das bestimmt auch. Du willst schnell Geld an einen Freund, eventuell im Ausland schicken. Du tippst alles in deiner Banking-App ein, drückst auf Senden und es dauert Tage. Tage, in denen dein Geld irgendwo im Nirvana des internationalen Bankensystems verschwindet. Am Ende kommt es nicht nur weniger als geplant an, weil es in irgendwelchen Zwischenbanken absurde Gebühren genehmigt habt. Du fragst dich dann auch, im Jahr 2026, warum ist das immer noch so? Oder du stehst im Café um die Ecke und wunderst dich mal wieder, warum der Kaffee teurer geworden ist. Ein Grund dafür, jedes Mal, wenn jemand mit Karte bezahlt, geht ein Prozentsatz an unsichtbare Zahlungsdienstleister. Kosten, die am Ende du als Kunde trägst. Und du denkst, mit Bitcoin zu bezahlen sei nur für Nerds und viel zu kompliziert? Nun, falsch gedacht. In diesem Video enthülle ich den geheimen Mechanismus, mit dem du schon bald täglich und mit der Power von Bitcoin bezahlen wirst, während du denkst, dass du nur eine ganz normale App nutzt. Und das Beste daran, du wirst es lieben. Seien wir also mal ehrlich. Das System, mit dem wir heute Geld bewegen, ist vollkommen veraltet. Es wurde in einer Zeit entworfen, als das Internet noch Science Fiction war. Wenn du heute Geld von Deutschland nach Japan überweist, fliegt kein digitaler Euro über den Globus. Stattdessen wird eine Kette von Anweisungen zwischen Banken ausgelöst, die oft keine direkte Verbindung zueinander haben. Es ist, als würdest du eine E-Mail per Postkutsche versenden. Es funktioniert, aber es ist quälend langsam und teuer. Während SEPA-Echtzeitüberweisungen innerhalb von Europa mittlerweile eine Sache von Sekunden sind, können traditionelle Auslandsüberweisungen via SWIFT immer noch 1 bis 3 Werktage dauern und ziemlich kostspielig sein. Und selbst im Inland ist es nicht unbedingt besser. Die Kreditkartengebühren, die kleine Händler und Kaffeebesitzer abdrücken müssen, sind ein gewaltiger Kostenfaktor. Diese Gebühren werden nicht von den großen Konzernen geschluckt. Sie werden direkt auf die Preise umgelegt, die wir alle bezahlen müssen. Wir bezahlen also alle dafür, dass unser eigenes Geld ausgeben dürfen. Das ist die Realität unseres Finanzsystems. Es ist langsam, teuer und voller Reibungsverluste. Ein System, das für eine analoge Welt gebaut wurde und in unserem digitalen Zeitalter an seine Grenzen stößt. Moment mal, höre ich dich sagen. Dafür haben wir doch Bitcoin. Das digitale Gold, das das Geld des Internets ist. Und ja, diese Idee ist genial. Bitcoin hat uns zum ersten Mal gezeigt, dass wir ein globales, dezentrales und zensurresistentes Wertsystem haben können, das niemandem gehört und von niemandem kontrolliert wird. Ein System ohne Banken, ohne Zwischenhändler. Aber, und das ist das große Aber, das die Massenakzeptanz bisher verhindert hat, wer will schon seinen Morgenkaffee mit einem Vermögenswert bezahlen, dessen Wert innerhalb von Stunden um 10% schwanken kann? Heute kostet ein Cappuccino umgerechnet 3,50 €, morgen vielleicht 4 € oder nur 3 €. Das ist für den Alltag komplett unpraktikabel. Sowohl für dich als auch für den Verkäufer. Die meisten Menschen verbinden mit Bitcoin also wilde Kurssprünge, komplizierte Technik und Horrorgeschichten über verlorene Passwörter. Und für den direkten Zahlungsverkehr im Alltag haben sie damit auch bisher recht. Das war die falsche Fährte, der sie gefolgt sind. Sie dachten, wir alle müssten zu Bitcoin-Experten werden, um es zu nutzen. Aber das ist ein fundamentaler Denkfehler. Die wirkliche Revolution findet nicht an der Oberfläche statt. Sie geschieht im Verborgenen. Um das zu verstehen, müssen wir uns eine einfache Analogie ansehen. Das Internet selbst. Wenn du heute eine E-Mail verschickst oder dieses Video hier anschaust, denkst du nicht über komplexe Protokolle wie TCP/IP oder HTTP nach. Du nutzt einfach eine App, Gmail, YouTube oder Instagram.
Diese Apps sind eine benutzerfreundliche Sicht über der komplexen Basistechnologie. Du musst kein Netzwerktechniker sein, um eine E-Mail zu versenden. Genau dieser Prozess geschieht gerade mit unserem Geld. Und hier kommt der erste Teil der Geheimnisse. Stablecoins. Stablecoins sind eine besondere Art von Kryptowährung, die das Volatilitätsproblem lösen. Ihr Wert ist stabil, weil er direkt an eine bekannte Währung wie den US-Dollar oder den Euro gekoppelt ist. Ein digitaler Dollar-Stablecoin ist also immer genau einen Dollar wert. Und wie wird das sichergestellt? Nun, ganz einfach. Für jeden digitalen Dollar im Umlauf hinterlegt der Herausgeber einen echten Dollar oder einen gleichwertigen, sicheren Vermögenswert wie Staatsanleihen auf einem Bankkonto. So verbinden Stablecoins das Beste aus diesen zwei Welten: die Stabilität von traditionellem Geld und die Geschwindigkeit und globale Reichweite der Blockchain-Technologie. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Diese Stablecoins laufen auf neuen globalen Zahlungsschienen, auf den Blockchains. Sie nutzen eine Technologie, die durch Bitcoin erst möglich wurde, um Geld in Internetgeschwindigkeit zu bewegen. Direkt vom Sender zum Empfänger, in Sekunden statt in Tagen. Und für einen Bruchteil eines Cents an Gebühren. Aber was hat das alles nun mit Bitcoin zu tun, wenn wir hier mit Stablecoins bezahlen? Das ist der zweite Teil des Geheimnisses und der genialste Schachzug von allen. Bitcoin selbst muss nicht das direkte Zahlungsmittel sein. Stattdessen entwickelt es sich immer mehr zur ultimativen dezentralen Reserve des gesamten Krypto-Ökosystems, zu digitalem Gold. Die beste Analogie ist dafür der alte Goldstandard. Früher war der Wert von Währungen an Gold gekoppelt. Gold war der ultimative, vertrauenswürdige Wertspeicher. Absolut sicher, aber unhandlich. Niemand ging mit einem Barren zum Bäcker, um seine Brötchen zu kaufen. Das wäre absurd gewesen. Stattdessen benutzten die Menschen Banknoten. Eine Banknote war im Grunde nur ein Schuldschein, ein Versprechen, dass sie jederzeit gegen eine feste Menge Gold eingetauscht werden konnte. Die Banknote war also ein schnelles, praktisches Zahlungsschicht für den Alltag. Gold war die langsame, sichere Wertschicht dahinter. In unserer digitalen Zukunft sehen wir eine exakte Parallele dazu. Bitcoin übernimmt die Rolle des digitalen Goldes. Der neutrale, globale und dezentrale Wertspeicher, auf den sich alle einigen können. Aber für die täglichen Zahlungen nutzen wir unsere digitalen Banknoten, die Stablecoins. Du bezahlst mit einem digitalen Stablecoin, der auf einer blitzschnellen Blockchain läuft. Diese Blockchain-Technologie wiederum verdankt ihre Existenz und ihre Sicherheitsprinzipien auf der Pionierarbeit von Bitcoin. Du nutzt also die Kraft und die Infrastruktur des Bitcoin-Universums, ohne jemals direkt ein Bitcoin zu besitzen oder auch nur zu sehen. Und das ist keine Science-Fiction. Diese Revolution hat bereits begonnen. Es gibt heute unzählige Apps, die genau dieses Prinzip nutzen. Wenn ein Entwickler in den USA eine Rechnung an einen Kunden in Belgien schickt, dann kann er die Zahlung in USDC, einen Dollar-Stablecoin, anfordern. Der Kunde bezahlt über eine simple App und der Entwickler hat sein Geld innerhalb von Minuten statt Tagen auf seinem Konto. Ohne horrende Bankgebühren. Firmen wie Stripe, einer der größten Zahlungsabwickler, integrieren bereits Stablecoin-Zahlungen. Das bedeutet, du wirst bald in einem Online-Shop einkaufen können, der Stripe nutzt, und im Hintergrund wird deine Zahlung möglicherweise über Stablecoins abgewickelt, weil es für den Händler günstiger und schneller ist. Du als Kunde merkst gar nichts davon, du klickst einfach auf Bezahlen. Arbeitsmigranten, die Geld an ihre Familien in der Heimat schicken, umgehen bereits heute teure Dienste wie Western Union und nutzen stattdessen Apps, die Stablecoins über günstige Blockchains versenden. Die Gebühren sinken von 5 bis 10% auf wenige Cent und das Geld ist in Minuten da.
Für Millionen von Menschen ist das keine Spielerei, sondern eine lebensverändernde Verbesserung. Sogar traditionelle Banken in Europa arbeiten bereits mit ihrem eigenen Euro-Stablecoin, um im internationalen Zahlungsverkehr nicht den Anschluss zu verlieren. Sie haben erkannt, dass diese Technologie die Art, wie Geld fließt, fundamental verändern wird. Was wir hier erleben, ist die leise Integration einer überlegenen Technologie in unseren Alltag. Sie schleicht sich nicht durch die Vordertür ein, indem sie uns zwingt, komplizierte neue Gewohnheiten zu lernen. Sie kommt durch die Hintertür, indem sie die Systeme, die wir bereits nutzen, im Hintergrund besser, schneller und auch günstiger macht. Aber was ist nun deine Meinung dazu? Siehst du das als eine unausweichliche positive Entwicklung oder überwiegen für dich die Risiken, wie die Abhängigkeit von privaten Firmen, die diese Stablecoins nun herausgeben? Lass uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Ich bin gespannt auf deine Perspektive. Und wenn du mehr solche Einblicke in unsere digitale Zukunft haben möchtest, dann abonniere gern diesen Kanal. Fassen wir also zusammen. Die Vorstellung, dass wir alle bald unseren Kaffee mit volatilen Bitcoins bezahlen werden, ist eine falsche Fährte. Die Realität ist subtiler und auch viel mächtiger. Du wirst kein Bitcoin-Experte werden müssen. Genauso wie du kein Netzwerktechniker sein musst, um eine E-Mail zu versenden. Du wirst einfach eine Bezahl-App auf deinem Handy haben oder deine jetzige Banking-App bekommt einfach ein Update. Und plötzlich werden Auslandsüberweisungen so einfach und sofortig sein wie das Senden einer WhatsApp-Nachricht. Die nervigen Gebühren werden verschwinden. Zahlungen werden global und nahtlos. Du wirst es lieben, nicht weil es Krypto ist, sondern weil es einfach funktioniert. Im Hintergrund, für dich unsichtbar, wirken die Kraft der Dezentralisierung, die Effizienz der Blockchain und die ultimative Sicherheit der Bitcoin-Netzwerk als das digitale Gold des neuen Systems. Du wirst mit der Kraft von Bitcoin bezahlen, ohne es zu wissen. Diese leise Revolution in deiner Brieftasche ist keine ferne Vision mehr. Sie geschieht genau jetzt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.